Ich habe in etwas mehr als einer Stunde meinen zweiten Termin bei meinem Hormonbegleitungs-Behandlungs-Dingsda-Arzt. Und vor 2 Wochen war ich schon mal da und haben sie mir Blut abgenommen und da wurde so ein bisschen Pipapo geklärt. Und jetzt, ja, wenn die Blutergebnisse nichts Negatives sagen, dann werde ich heute mein Rezept bekommen. Mittlerweile fast 2 Wochen auf Testosteron und ich habe aus irgendeinem Grund, seitdem ich Testosteron nehme, überhaupt gar keinen Bock mehr auf Süßes. Und Süßigkeiten schmecken auch irgendwie anders. Die schmecken nicht mehr so süß wie vorher. Stimme, glaube ich, ist auch noch genauso wie vorher. Oder wenn dann nur geringfügig nach unten gegangen. Ja, ich glaube, die Stimme ist einfach nur ein bisschen fester geworden. Und ich habe gemerkt, also die Änderungen, die jetzt kommen, die sind noch absolut vernachlässigbar. Aber ich merke schon wirklich deutlich, ob ich mich damit wohlfühle. Und ja, ich glaube, ich fühle mich wohl damit. Mittlerweile 19 Tage auf Testosteron, die 3-Wochen-Marke nähert sich. Passend zu meinem Sportdress, ja, Sport fällt mir immer leichter. Ich habe nicht mehr so den Muskelkater des Todes und trotzdem steigern sich meine Leistungen leicht zwar noch, aber immerhin. Ja, mittlerweile ist die 3-Wochen-Marke geknackt. Spannendste Änderung bisher. Ich habe mehr das Bedürfnis oder den Wunsch, als Mann gelesen zu werden und auch als solcher angesprochen zu werden. Bei unserem regelmäßigen Trans-Stammtisch zum Beispiel habe ich mich bisher immer vorgestellt mit Jan, Pronomen egal. Und seitdem ich Testosteron nehme, stelle ich mich immer vor mit Jan, Pronomen er. Das ist mir neulich mal so aufgefallen. Komisch. Dann, ich bin etwas appetitlos geworden. Das hat mich etwas erstaunt eher. Ich dachte eher, ich kriege jetzt so Mörderbock auf Fleisch und alles, was mit Eiweiß zu tun hat, ist gar nicht so. Dass ich jetzt in Sport langsam etwas besser werde, das zeichnet sich auch langsam an meinem Körper ab. Meine Muskeln fangen ein bisschen an zu wachsen, das finde ich gut. Blöd ist, wie sich das äußert, nämlich meine Binder fangen an, wieder sehr eng zu werden und zu kneifen und zu zwicken und ganz schön fest und stramm zu sitzen. Die alten Atembeschwerden kommen wieder. Nur einen Tag später und ich habe das Gefühl, heute früh ist meine Stimme ein bisschen abgestürzt und weiß noch nicht genau, ob das daran liegt, dass ich gerade aufgestanden bin und die morgendliche Singstimme ja gerne mal ein bisschen brummelig klingt, aber komisch, vielleicht ist das ja ein erstes Anzeichen. Und noch etwas ist mir gerade aufgefallen. Man sieht Muskeln. Das habe ich vorher noch nie bei mir gesehen. Wenn ich vorher so ein bisschen meinen Bizeps mir angeschaut habe, dachte ich, ja, das ist ein Arm. Ob da Muskeln drin sind, man weiß es nicht genau. Aber jetzt, ich habe das gerade erst im Spiegel zum ersten Mal gesehen und bin geflasht. Und ansonsten hatte ich gestern echte Stimmungsschwankungen. Oh mein Gott, Pubertät. Und der 20. Mai ist ran, der erste Monat schon vorbei, so schnell kann es gehen. Was ist denn jetzt noch so insgesamt passiert, was ich noch nicht genannt habe? Ich habe das Gefühl, meine Brüste werden weicher. Also jetzt nicht, wenn ich den Binder drum habe, sondern einfach so. Ich habe irgendwie das Gefühl, da so, wo der Brustmuskel so endet, da geht das jetzt mehr so rein und naja, ich will jetzt hier nicht so sehr herumgestikulieren, aber es fühlt sich tatsächlich jetzt so an, als würden die Brüste etwas weicher und etwas modellierbarer werden, was ja auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, naja, vielleicht werden sie auch bald kleiner. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Ich werde mal Fotos vergleichen von vorher, nachher, also vor Testo und jetzt. Aber ich glaube, so wirklich ernsthaft kleiner geworden sind die noch nicht. Dann viel Chaos in meinem Kopf und Körper. Ich weiß nicht genau, wo jetzt überall das Chaos ist. Ich habe so richtig pubertätstypisch ist bei mir gerade einfach der Teufel los. Ich habe mal spontane Hitzewallungen. Dann, das kenne ich von der Pubertät, von meiner ersten Pubertät noch, dass ich manchmal völlig grundlos eine Nacht lang nicht schlafen konnte. Und manchmal die nächste Nacht auch wieder nicht. Ne, sowas so völlig for no fucking reasons. Das habe ich jetzt auch wieder, Stimmungsschwankungen so von wegen, die Welt ist total schlecht und was soll nur werden und am nächsten Tag ist wieder alles tutti. Mal habe ich viel Hunger und mal habe ich gar keinen Appetit. Und ich habe so manchmal zumindest so ein leicht gesteigertes Aggressionspotenzial. Das kenne ich bisher auch schon von meiner ersten Pubertät. Allerdings war es da noch nicht so, dass ich es tatsächlich umgesetzt habe. Da habe ich es eher so in mich reingefressen. Neulich im Fitnessstudio habe ich auch so einen Typen, nicht zusammengestaucht, aber ich habe mir meinen Platz am Rack erstritten, weil dieser sich da tatsächlich vorgedrängelt hat.
Ich stand da am Rack und beide waren belegt und dieser Typ kam von links da an und wollte auch ans Rack und hat da so gefragt, ja, wie lange machst du noch? Okay, alles klar, hat seine Sachen hingeworfen und wollte als nächstes dann ans Rack. Und als dann die Person vor uns fertig war, bin ich rangetreten und habe gesagt, so, ich war hier, nimm deine Sachen, geh ans andere, warte bis er drüben fertig ist. Und dann meinte er, was? Nee, aber hier, was, du warst vor mir dran? Nee, aber ich habe meine Sachen hier schon hingeworfen. Ich sagte, ja, ist mir egal, ich war aber eher da. Dann habe ich mir mein Recht erstritten, da zuerst ran zu dürfen. Auch wenn 3 Minuten später an dem anderen Rack auch jemand fertig geworden wäre. Darum ging es nicht, es geht ums Prinzip. Ihr merkt schon, leicht gesteigertes Aggressionspotenzial. Ja, so unreine Haut technisch, da habe ich jetzt so langsam so die ersten Pickelchen so im Schläfenbereich und hier am Haaransatz und hier unterm Kinn, aus welchen Gründen auch immer man unterm Kinn Pickel kriegt. Hä? Keine Ahnung. Ja, aber das ist alles noch so, es ist noch beherrschbar. Und ich habe irgendwie insgesamt das Gefühl, dass ich stärker belastbar geworden bin. Einerseits, dass ich im Sport einfach auch mehr leisten kann, auch wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Das fällt mir einfach leichter und die Muskeln wachsen ja auch mehr. Und auch wenn ich müde bin, also wie wenn ich mal so wieder einen besagten, ich kann überhaupt nicht schlafen, weiß auch nicht warum, Tag hatte, bin ich trotzdem sehr belastbar, also kann ganz normal durchziehen, ohne dass ich jetzt den ganzen Tag nur vor mich hingähne. Das ist interessant. Und auch gegenüber Hunger, ja stimmt, gegenüber Hunger habe ich auch ein größeres Toleranzvermögen entwickelt. Noch irgendwas? Nö. Ich hatte jetzt hier an den Oberarmen mal so ein paar Tage, da hat das gekrabbelt wie Sau. Ich habe mir teilweise sogar die Haut richtig aufgekratzt und an den Schienbeinen hatte ich das auch schon mal. Ist das ein Zeichen dafür, dass da jetzt Haare nachwachsen? Keine Ahnung. Nun sind es schon 1 Monat und 9 Tage. Eigentlich die größte Erkenntnis, die ich bisher gewonnen habe, ist, dass die Testosteronveränderungen auf gar keinen Fall linear ablaufen. Es ist also nicht so, dass du, wenn du in 2 Wochen diese und jene Änderungen hast, dass dann in 4 Wochen doppelt so viel passiert und in 8 Wochen nochmal doppelt so viel, sondern dass das Ganze immer mal so in Wellen kommt und dann mal wieder zurückgeht und dann wird es mal wieder ein bisschen mehr, dann kommen mal wieder ein paar andere Sachen zum Vorschein, die du vorher noch nicht kanntest und dann wird das Ganze wieder weniger. Meine Stimme hatte zwischendurch auch mal sich etwas rauer angefühlt und auch heiser. Wenn ich es drauf anlege und ein bisschen mehr gepresst spreche, dann klingt das bei mir sehr schnell sehr heiser. Aber abgesehen davon tut sich mit der Stimme rein gar nichts. Ich hatte auch mal ein paar Tage so einen leichten Druck im Kehlkopf. Auch das geht dann auch wieder zurück. Es ist immer wieder mal was da und dann geht es wieder weg und dann kommt es wieder mal zurück und manchmal ein bisschen stärker oder manchmal auch wieder in derselben Stärke wie vorher. Es ist alles nur so ein Wischiwaschi, so ein langsames sich nach oben schaukeln. Und ja, das war eigentlich so größtenteils und ansonsten ist nichts weiter passiert. Ist eigentlich relativ ereignislos. Also Testosteron nehmen, das ist gar nicht so, dass du jeden Morgen aufwachst, in den Spiegel guckst und denkst, boah, oh, das klang meine Stimme schon wieder heiser, ja. Aber es ist nicht so, dass du jeden Morgen in den Spiegel schaust und sagst, boah, krass, das und das und das und das war gestern noch nicht und letzte Woche noch nicht. Und ich mache jetzt jede Woche auch so Fotos im Gesicht zumindest zum Vergleichen. Ich sehe immer noch genauso aus wie am Anfang. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas tut. Also, ne, von wegen der T-Day ist der Anfang von einer riesengroßen Veränderung. Ja, aber diese riesengroße Veränderung, die streckt sich auch über Monate, teilweise sogar Jahre. Also chill out. Nach 1 Monat und insgesamt circa 2 Wochen jetzt, merke ich schon, dass meine Haut sich ein bisschen verändert hat. Immer nachmittags wird die so richtig ölig, gerade über den Augenbrauen merke ich das dann immer so, dass dann die Fingerkuppe, wenn ich einmal drüber streiche, so richtig glänzt. Also nicht extrem, es ist jetzt nicht so, als wenn ich in eine Bratpfanne reingegriffen hätte, aber man merkt das schon. Und ja, ich habe auch unreine Haut, also jetzt zur Zeit gerade ist es am Kinn besonders schlimm. Immer noch im Rahmen des Beherrschbaren und es ist jetzt noch nicht so, dass ich es nicht irgendwie überdeckt bekomme, dass man es ständig sieht, aber es fällt schon auf. Aber das kommt auch immer nur so schubweise. Also ich habe immer das Gefühl, es kommt immer so ein Schub, wo so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, ich mache jetzt gerade eine leichte Vermännlichung durch und wenn dieser Schub abflaut, dann kommt anschließend so ein Pickelschub. Keine Ahnung, ob das nur eingebildet ist oder nicht. Dann eine schöne Sache ist, die ist mir anfangs gar nicht so aufgefallen, weil es ist das Fehlen von etwas.
Nämlich, ich hatte vor Testosteron in unregelmäßigen Abständen einfach mal so Kopfschmerzen. Ich glaube, das sind auch so Kreislauf-Kopfschmerzen gewesen. Und einfach den ganzen Tag lang. Da bin ich morgens aufgestanden und hatte schon so einen Kopf dran. Und das hat auch den ganzen Tag dann über nur, wenn dann nur leicht nachgelassen. Sowas habe ich seit Testosteron nicht ein einziges Mal mehr gehabt. Überhaupt gar nicht. Wie weggepustet. Finde ich gut. Dann, was hatte ich noch? Ah ja, genau, jetzt geht es langsam so leicht mit Haaren los. Ich weiß nicht genau, ob und wie stark das jetzt sich schon so ausgebreitet hat, weil ich meine Haare, alles, was so halsabwärts ist, relativ rigoros wegmache. Aber ich habe das schon das Gefühl, dass ich schon deutlich häufiger ran muss und dass die schnell nachwachsen und es insgesamt mehr werden. Aber ja, wie gesagt, ich mache die momentan noch weg, weil ich finde, noch sieht es beschissen aus. Wenn ich dir da so ein krautiges Zeug da stehen lasse. 1 Monat und 3 Wochen. Hier mache ich jetzt erstmal den Schnitt dieser Dokumentation. Ich würde sagen, was bisher passiert ist, ist so eine klassische Anlaufphase. Die richtigen derben Veränderungen sind einfach noch nicht eingetreten, aber das war ja auch erwartbar, weil ich ja mit einer sehr geringen Dosis von 25 Milligramm Testogel gestartet bin. Was jetzt zuletzt noch dazugekommen ist, oder was ich zuletzt noch festgestellt habe, ist, dass ich glaube, mein Geruch wird etwas stärker, also so mein Körpergeruch. Kurz gesagt, ich stinke etwas schneller, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich anders stinke oder anders rieche. Einfach nur mehr. Aber noch nicht so, dass es extrem auffällt. Dann, was bis zuletzt, oder was ich bis zuletzt nicht losgeworden bin, sind die Tage halt. Die kamen relativ kurz nach Testo-Start das erste Mal und da richtig hart, also richtig stark. So schlimm hatte ich es noch nie. Das waren wirklich zwei nicht schöne Tage. Und danach, lief sich das eben noch so aus. Lief sich aus. Und dann vor kurzem nochmal, aber dann deutlich schwächer, also wirklich sehr schwach. Ich möchte jetzt hier noch keine Tendenzen hineininterpretieren, aber ich hoffe, dass ich die irgendwann loswerde, weil das war echt nicht schön. Das ist also nicht eingetreten oder noch nicht. Was ich aber auch wieder etwas, was mir auch nicht aufgefallen ist, weil es das Fehlen von etwas ist komisch. Das Vorhandensein von etwas, das stellt man immer sofort fest, aber dass sich etwas einfach verläuft, das merkt man nicht so schnell. Ich habe nämlich überhaupt keine Stimmendysphorie mehr. Das habe ich mal vor einiger Zeit in einem Video erklärt, dass ich Dysphorie mit meiner Stimme habe. Und seit Testo-Beginn, also relativ kurz nach Testo, habe ich da ging das los, dass meine Stimme so angefangen hat zu vibrieren im Hals. Das habe ich dann gemerkt beim Sprechen. Das war so angenehm. Und ich höre mich selbst deutlich basslastiger. Also man hört sich immer deutlich tiefer, als man tatsächlich klingt. Aber seit Testo höre ich mich selber nochmal deutlich tiefer, als ich tatsächlich klinge. Und dadurch, dass ich mich ja immer bloß selber höre und nie durch Videos, habe ich damit gar nicht so ein großes Problem und empfinde meine Stimme insgesamt als deutlich angenehmer. Wenn ich die Videos schneide, allerdings finde ich meine Stimme ziemlich zum Kotzen, aber die Videos schaue ich ja so gut wie nie. Das müsst ihr machen. Tut mir leid. Und ja, genau, ich finde insgesamt so rückwirkend betrachtet, hat sich das doch sehr angespannte Verhältnis zu meinem Körper ein klein wenig, es hat etwas Aufwind bekommen. Also ich habe jetzt schon manchmal so das Gefühl, oh Mensch, mein Körper ist ja doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Jetzt macht er langsam mal so ein bisschen mit. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er mir dauernd nur entgegenarbeitet oder mir irgendwie Steine versucht in den Weg zu legen, sondern dass er auch mal wirklich das tut, was ich an seiner Stelle auch machen würde. Und das finde ich gut. Ja, aber jetzt, das ist alles noch so in den Anfängen und ich würde mal sagen, die nächste Phase wird dann möglicherweise etwas stärker mit den Veränderungen ablaufen, weil ich nämlich meine Dosis verdoppelt wird. Von 25 auf 50 Milligramm. Und damit ist dieser erste Teil der Testo-Dokumentation beendet. Viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Ciao.